Die Corporate Influencer sind eben keine Influencer, sondern die haben einen normalen Job. Wichtig ist hier zu wissen, das ist kein kurzfristiger Erfolg, den man damit feiern soll. Was passiert eigentlich, wenn Menschen aus Unternehmen plötzlich zu Gesichtern einer Marke werden? Nicht etwa als Werbefigur, sondern als Corporate Influencer. Sie teilen ganz authentisch Einblicke in ihre Arbeit auf Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel, in Podcasts oder eben auch auf Bühnen und Events. Was Corporate Influencing genau ist, darüber werde ich gleich mit meinem Podcast-Gast sprechen. Zunächst einmal herzlich willkommen bei der neuen Folge Erfolgsgeflüster. Mein heutiger Podcast-Gast etabliert in Firmen Corporate Influencer-Programme. Das heißt, er begleitet sie, dass deren Mitarbeiter online eben sichtbar werden und über ihre Arbeit authentisch berichten können. Ich freue mich sehr, dass er hier ist und damit herzlich willkommen bei Erfolgsgeflüster, Kevin Scheuing. Vielen herzlichen Dank und danke für die Einladung. Ich freue mich, schön hier zu sein heute. Du hast ja heute eine Agentur und machst Corporate Influencing. Was das ist, werden wir nachher auf jeden Fall noch besprechen und warum das auf jeden Fall ein Thema ist, das viele Unternehmen auf dem Schirm haben sollten 2025 und in den kommenden Jahren. Aber lass uns gerne mal einsteigen. Was hast du denn früher so gemacht? Wie war dein Einstieg in das Berufsleben? Ja, ich bin tatsächlich mit 17 zur Bundeswehr gegangen, habe dann dort 4 Jahre lang im Hochgebirgsspätzug gedient und war 2010 in Afghanistan für ein halbes Jahr und bin dann zurückgekommen, habe gedacht, okay, das war eine sehr wichtige Erfahrung für mich und bin dann eine längere Zeit surfen gegangen, habe dort in Surfschulen gearbeitet, unter anderem für Billabong damals, war eine bekannte Surfermarke. Und bin dann zurück in eine klassische Ausbildung gemacht zum Automobilkaufmann, habe dann 10 Jahre lang bei den Marken Jaguar und Land Rover gearbeitet, habe dann dort irgendwann den Vertrieb geleitet und bin dann rübergegangen in die neuen Arbeitswelten, habe mich in LinkedIn verliebt und habe dann 2023 die Agentur Reputable People gegründet, um hier eine neue Art von Content über die Mitarbeitenden anbieten zu können. Ja, sehr schön. Da waren schon, glaube ich, sämtliche Punkte deiner bisherigen beruflichen Laufbahn drinne. Lass uns da gerne noch mal in ein, zwei dieser Punkte ein bisschen näher reingehen, denn das ist ja immer das Spannende zu gucken, was war denn auf dem Weg, was waren so die entscheidenden Meilensteine bei dir, die dazu geführt haben, dass du heute da stehst, wo du gerade stehst. Deswegen die erste Frage: Gibt's irgendwas oder was wären so die 2, 3 Punkte, die du in deiner Zeit bei der Bundeswehr gelernt hast, die dir heute noch etwas bringen bei dem, was du gerade machst? Persönlich oder auch beruflich? Erstens bin ich dort erwachsen geworden, also das muss man einfach ganz klar so sagen. Ich war dort in einer Spezialeinheit von Gebirgsjägern und von den Spähern und dort waren alle älter, ja, also was heißt älter? Ich war 17 und dort waren alle zwischen Mitte 20, Ende 30. Das war ja damals uralt gefühlt, ja. Und die haben einen aufgenommen und wie einen kleinen Bruder auch behandelt. Und dadurch ist man erwachsen geworden, dadurch hat man viel gelernt, was auch Kameradschaft bedeutet. Die Zeit in Afghanistan war für mich sehr prägend. Ich bin in Afghanistan damals 20 geworden. Und während all meine Freunde eigentlich noch so ein Stück weit die Jugend ausklingen haben lassen und Party gemacht haben etc., war ich halt wirklich 7 Tage lang für ein halbes Jahr dort und habe dort Dinge gesehen und gemacht, die einen geprägt haben für immer und über die man heute sehr dankbar ist, dass man sie erlebt hat. Und ich glaube, das waren so die prägendsten Momente, dieses Miteinander, dieser Zusammenhalt, dass man zusammen eigentlich deutlich stärker ist, als wenn man dauerhaft gegeneinander probiert zu agieren. Und auch ein Stück weit diese Härte, die ich heute habe, weil, wie gesagt, ich arbeite viel und gerne und mir macht es trotzdem nichts aus, weil ich immer wieder auch ein Stück weit an die Zeit zurückdenke und eigentlich denke, hey, mir geht's verdammt gut hier. Auf jeden Fall, ja. Und dann hast du das mit dem Feiern und Leben genießen etwas nachgeholt, als du wieder zurück warst und bist erst mal ein paar Monate surfen gegangen, oder wie? Ja, so kann man es wirklich sagen. Man hatte da dann irgendwas zu bewältigen und hat dann auch was nachholen wollen. Die ganzen vielen Bilder, die dann einem die Freunde geschickt haben, via Brief damals tatsächlich noch, ja, weil wir keinen Internetzugang hatten, war herrlich und war aber dann eine schöne Zeit einfach und dann hieß es einfach nochmal rauszugehen, bevor man dann ins Berufsleben wirklich startet. Dann hast du dich also doch irgendwann entschieden, okay, Surfen war cool, aber jetzt mache ich noch eine Ausbildung. Ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so der, ja, angenehmste Tapetenwechsel, wobei, wenn man davor in Afghanistan war, ist wahrscheinlich alles andere danach auch deutlich leichter anzugehen. Wieso Automobilindustrie?
Das war zu der Zeit einfach, cool. Also, ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe mich nie für Autos wirklich interessiert, sondern, es gab dann dieses Thema: „Hey, in der Automobilbranche oder in der Bankbranche, da bist du sicher, da bist du gut aufgehoben, da kannst du 'ne gute Ausbildung machen.“ Und dann ist man da reingerutscht. Also, man hat da ich weiß es gar nicht, aber man hat damals 35, 40 Bewerbungen noch geschickt und hat noch gebangelt, kriegt man 'ne Antwort. Und, damals war das eben, dieser Punkt und dann bin ich diese Ausbildung durchlaufen und wie du sagst, man hat viel mehr gelernt durch das, dass man einfach auch schon ein bisschen älter war dann, hat man diese Thematik ganz anders angegangen, ist dort in 'n Geschäft ganz anders reingegangen. Alles, was dort eigentlich war super einfach. Das Umfeld war cool. Die Kommunikation mit den Kunden hat, so viel Spaß gemacht. Gerade in und um Stuttgart hat man dann durch diesen Job eigentlich alle kennengelernt. Und es war dann auch wirklich Zeit zu sagen: „Okay, ich muss jetzt ein bisschen erwachsen werden und in das Arbeitsleben einsteigen.“ Und eigentlich war immer der große Plan, Ausbildung zu machen, ein paar Jahre arbeiten und dann wieder surfen zu gehen. Und heute, knapp 15 Jahre später, bin ich, voll in der Arbeitswelt gefangen und liebe es. Und habe es lieben gelernt, was es eigentlich bedeutet, ein tolles Arbeitsumfeld zu haben und etwas zu machen, was man tagtäglich liebt. Auf jeden Fall eine spannende Entscheidung. Für dich war also immer schon klar, wenn dann Ausbildung und nicht klassisch Studium. War das so für dich tatsächlich so klar? Ne, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich glaube, es hat sich viel gefügt, durch das, dass ich damals während der Ausbildung gefragt worden bin: „Hey, möchtest du Verkaufsberater werden bei Jaguar Land Rover?“ Gab's die Situation gar nicht, drüber nachzudenken, ob man studieren möchte. Heute bin ich ja auch Dozent bei der DHBW und unterrichte Studierende und auch bei der IHK, was das Thema Ausbildungsmanagement und Reputationsmanagement angeht, obwohl ich selber nie studiert habe, einfach weil ich halt viel aus der Erfahrung und aus der Praxis berichten kann, wie es tatsächlich läuft. Und ich hatte da nie eine Abneigung oder sonst irgendwas dagegen, sondern es hat einfach nicht zu dem Lifestyle gepasst und zu dem, wo ich eigentlich hin wollte. Das zeigt ja auch mal wieder, wie wichtig eben, ja, die Erfahrung in einer Ausbildung tatsächlich ist, weil letztlich diese praktische Erfahrung, die ist eben unersetzbar. Das lernt man auch im Studium so nicht und das dauert Jahre, um das aufzuholen. Cool. Lass uns mal ein bisschen fast forwarden, denn heute machst du nichts mehr in der Autoindustrie, wobei so ganz kann man das nicht sagen. Deine Kunden kommen unter anderem aus der Autoindustrie, wie ich selber auch schon neulich beim LinkedIn Local in Stuttgart sehen durfte. Bist du da weiterhin gut vernetzt? Wie kamst du dazu zu sagen, ich mache mich selbstständig? Was war da so der Auslöser für dich? Ich bin damals aus 'ner Projektphase rausgegangen, aus 'nem, Beruf und habe eigentlich gemerkt, LinkedIn ist 'ne Superpower und Menschen haben eine Superpower. Und zwar, wenn sie über ihren Alltag berichten, wenn sie ehrlich und authentisch kommunizieren. Und, damals war die Thematik, dass ich auch immer den Sinn in Frage gestellt habe von Social Media, weil einfach viele Menschen Zeit auf Social Media verbringen und danach eigentlich nicht wissen: „Was habe ich jetzt grade 3 Stunden auf Social Media gemacht?“ Und, da war der Hintergrund: „Hey, das können wir doch besser.“ Und das war immer dieser Konflikt, diejenigen, die wir sagen, wo eigentlich wirklich was zu erzählen hatten, und spannende Storys hatten, die hatten immer 'ne Abneigung gegen Social Media und, viele, wo halt einfach witzige Videos erstellt haben, haben gesagt: „Hey, ich gehe da rein.“ Und das hat sich immer konträr voneinander verhalten. Also, es gab entweder 'n Dagegen oder 'n voll dafür und wir haben gesagt: „Wie schaffen wir es denn jetzt eigentlich mal sinnigen Content auf Plattformen zu erstellen, wo ich denn vielleicht sogar mal, auf Social Media Zeit verbringe, eine halbe Stunde und, auch was mit draus lerne.“ Und so ist die Idee entstanden, Mitarbeitende wirklich zu Markenbotschaftern zu formen, ihnen zu zeigen, wie man Social Media richtig nutzt, wie man es für das Unternehmen, für einen selber einsetzen kann und das eben auf eine reputative, gute Art und Weise, sodass es für den Arbeitgeber einfach in so vielen Bereichen sinnig ist, statt immer auf externe Influencer zu setzen, die eigenen Mitarbeitenden die Stimme zu geben und sie über das Unternehmen reden zu lassen und das authentisch. Da sind wir ja schon mitten im Thema Corporate Influencing. Du hast es auch gerade schon so ein bisschen abgegrenzt zum Thema Influencing, wie man es halt eigentlich kennt, ne? Das eine bezieht sich auf Unternehmen und die Mitarbeitenden und das andere ist eben, ja, Social Media von C-Promis bis sonstigen Persönlichkeiten, die man irgendwo schon mal gesehen hat oder auch nicht. Was würdest du sagen, ist der Grund, warum Corporate Influencing gerade jetzt 2025 zum Beispiel auch wirklich sehr beliebt ist und eben zunehmend auch wächst in der Aufmerksamkeit, die es unter anderem natürlich auf LinkedIn bekommt und warum so viele Firmen sagen: „Ja, wir haben da Interesse dran, wir wollen das angehen?“ Weil authentische Kommunikation immer schwieriger wird.
Keiner hat mehr Lust auf Werbung, keiner hat mehr Lust auf klassische Werbebotschaften, die ausgespielt werden, sondern wir Menschen brauchen eine Nähe, wir wollen Vertrauen schaffen, wir wollen Glaubwürdigkeit. Und das funktioniert halt am besten einfach immer über die Mitarbeitenden, die tagtäglich die Kultur liefern. Sei es jemand, der eine neue Ausbildung angefangen hat in einem Betrieb, der kann natürlich am besten darüber berichten, wie es ist, eine Ausbildung bei Firma XY zu durchlaufen. Jemand, der seit 30 Jahren in der Firma arbeitet, der kann natürlich super viel Know-how mitgeben und über die Firma berichten, was viele junge Menschen noch gar nicht wissen. Und diese Kombinierbarkeit macht es eben aus, dass wenn ich auch Rückfragen stelle, ja, ich nehme ein Beispiel, Roger Federer macht eine Kampagne für eine Automarke. Und er wird danach irgendwas gefragt über das Auto. Der weiß die Antwort nicht, logischerweise nicht, weil er eben als Werbefigur agiert in dem Moment. Wenn ich aber einen Mitarbeitenden das frage, irgendwelche Details über das Auto, er kann es natürlich auch erzählen. Und diese Kommunikation, die dort stattfindet, im Community Building, kann ich eben perfekt über die eigenen Mitarbeitenden darstellen. Und denen fehlt meistens nur einen gewissen Teil an Schulung, an Selbstvertrauen, an Motivation, das auch für den Arbeitgeber zu machen. Und so viele sind heutzutage so stolz auf ihren Arbeitgeber und denen muss man einfach nur ein Stück weit den Weg und das Vertrauen entgegensetzen, dass sie da auch starten. Was wären denn so die Tools eben oder die Bereiche, in denen diese Mitarbeiter dann eben zu schulen sind, damit sie das eben auch gut machen können und natürlich auch ein Stück weit so, dass das Unternehmen damit auch ein gutes Gefühl hat? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Punkt ist, über den man eben gerade zu Beginn sehr viel redet. Na, was darf ich denn, was darf ich nicht? Aber lass uns gerne erstmal darüber reden, was wären so die Aspekte, auf die ihr aktiv auch schult? Ja. Also einmal ist es wirklich diese Plattform LinkedIn wirklich auch mal richtig zu schulen. Also das nicht einfach nur zu sagen, hier LinkedIn ist toll, sondern was für Funktionalitäten gibt es denn eigentlich alles? Weil wir natürlich auch, wir haben sehr viele Corporate Influencer in der Betreuung, die hatten davor gar keinen Account. Ja, also die müssen wir erstmal ganzheitlich abholen. Was ist denn Social Media eigentlich? Welche Funktionalitäten gibt es? Und wirklich auch mal Klick für Klick einfach durchführen, dass dieses Selbstbewusstsein, wie nutze ich denn die Plattform richtig, da ist. Denn unser Rechtsanwalt schult die rechtlichen Aspekte. Was ist denn mit Urheberrecht? Wie ist es, wenn ich andere Menschen auf einem Bild präsentiere oder vertecke? Darf ich das nicht? Wir schulen auch in der Krisenkommunikation. Also was passiert denn, wenn mal negative Kommentare reinkommen? Wie erstelle ich den Content? Wie schreibe ich richtig Content? Auch wie nutze ich denn heutzutage eigentlich KI sinnig, ohne in ChatGPT einzugeben, schreibe mir einen LinkedIn-Beitrag über, sondern tatsächlich mal das Thema sinnig zu nutzen, dass es mir eben Zeit spart und ich es in den Alltag integriert bekomme. Und für uns ist die wichtigste Aufgabe immer die, dass wir es schaffen in den 12 Wochen der Zusammenarbeit, dass jeder Mitarbeitende diese Aktivitäten, die er hat, sinnig in seinen Arbeitsalltag integriert bekommt, weil eines dürfen wir immer nicht vergessen, die Corporate Influencers sind eben keine Influencer, sondern die haben einen normalen Job. Und die Corporate Influencer Aktivitäten sind die Berichterstattung aus diesen Themen, was sie tagtäglich erleben. Und das ist eben der große Unterschied und das muss man hinbekommen, weil dort sind natürlich Punkte wie Zeit, wie keine Themen, die ich zum Schreiben habe, tagtäglich da und das wollen wir immer nehmen in dieser Zusammenarbeit. Wie wählen denn Unternehmen am besten ja ihre Corporate Influencer aus? Ist das so ein Thema, ja, wer hat Interesse und wer meldet sich freiwillig oder geht man auf Leute proaktiv zu und sagt, hey, das können wir uns gut vorstellen? Wie läuft das in der Realität ab? Was beobachtest du da? Ja, wichtig ist, das erste Programm ist entscheidend, wie es läuft in einem Unternehmen. Deswegen das erste Programm braucht tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Liebe und muss auch detailliert geplant werden. Warum? Weil wenn ich natürlich mit 5 oder 10 Personen starte in meinem Unternehmen und dort passiert dann nichts, werde ich nicht mehr dieses Vertrauen von dem oberen Management bekommen, dass es sich lohnt, hier zu investieren. Und zum anderen habe ich einfach das Thema, dass die Motivation dahingehend im Unternehmen, dass mehr Personen darüber berichten, was man in der Firma macht, nicht aufgreifen können. Deswegen am Anfang ist es so, dass wir eigentlich immer gerne ein Bewerbungsverfahren machen, sprich, das heißt, wer hat denn wirklich Lust? Ja, also wer ist intrinsisch motiviert dazu, als Markenbotschafter für das eigene Unternehmen zu
agieren. Wenn man diese Thematik hat, sollte man natürlich schauen, passt das mit den Zielen, die wir uns vorgenommen haben? Wollen wir auf Recruiting gehen? Wollen wir mehr verkaufen dadurch? Wollen wir unser Image stärken? Passt das miteinander zusammen? Und das heißt nicht, dass die anderen, die man vielleicht nicht auswählt in der ersten Runde, nie Markenbotschafter oder Corporate Influencer werden, sondern wir brauchen eben auch ein Stück weit dieses Commitment der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die sagen, hey, pass auf, ich bleibe dran, ich habe da Bock drauf, ich möchte das auch nachhaltig für das Unternehmen machen, weil sonst verpufft das Ganze. Und das wäre einfach unglaublich schade. Und deswegen, es gibt hier ein Auswahlverfahren. Wir machen auch sehr viel im proaktiven Thema, sprich, das heißt, wir gehen wirklich auf Mitarbeitende zu, wo wir sagen, hey, das wäre toll, wenn du mit dabei wärst. Hast du denn Lust dazu? Was nicht funktioniert, und das kann ich vorneweg sagen, ist zu jemandem zu sagen, hey, pass auf, du wirst jetzt Markenbotschafter und du bekommst jetzt eine Schulung und du machst das jetzt. Das hat noch nie funktioniert und wird auch nie funktionieren, sondern das muss wirklich von den Mitarbeitenden selber kommen. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass man als Mitarbeitender eben auch so Gedanken hat mit, ja, was darf ich denn eigentlich posten? Nicht im Sinne von jetzt irgendwelchen rechtlichen Konsequenzen, sondern eben wahrscheinlich wirklich individuell für das Unternehmen. Wo sind die Grenzen? Darf ich auch über vermeintlich negative Dinge sprechen? Und wenn ja, in welcher Form muss das abgestimmt sein? Hilf uns mal weiter. Was soll ich da beachten, wenn ich in so einem Programm bin oder mich dafür interessiere? Ja. Ganz wichtig ist, vor einem Programm muss man definitiv ein sauberes Onboarding machen. Da muss man sehr viele Themen festlegen. Ich komme gerade, deswegen war ich leicht verspätet im Podcast von einem Onboarding-Termin. Das geht dann meistens 5 bis 6 Stunden. Hier legt man wirklich einen Rahmen fest. Was ist wichtig? Wir dürfen nicht zu viele Vorschriften geben, was erlaubt ist und was nicht, weil sonst passiert genau Folgendes. Niemand traut sich irgendwas eigentlich zu posten. Und wir brauchen ja einen gesunden Spielraum. Hier ist es aber zu beachten, dass wir einen Spielraum liefern mit klaren Do's und Don'ts. Und das ist auch je nach Branche. Es gibt auch einige Branchen, die dürfen sehr, sehr wenig über Kundenpreis geben. Die dürfen sehr wenig auch über ihre Inhalte schreiben, weil das auf Kunden zurückzuführen wäre. Und da ist es eben wichtig, genaue Richtlinien aufzubauen, die einen Rahmen bestimmen. Die nicht du darfst das und du darfst das nicht, sondern einen klaren Rahmen vorgeben, in dem sich jeder frei bewegen kann. Und wenn ich mich aus diesem Rahmen raus bewegen möchte, dann bedarf es nur in diesem Einzelfall einer Abstimmung. Und das ist ganz wichtig, weil so schaffen wir es, dieses Vertrauen aufzubauen. Zum einen, dass wir authentischen Content bekommen und es eben nicht nur nach einer Werbewirksamkeit auswirkt. Und zum anderen sind wir trotzdem auch sicher und vor allem fühlen sich die Mitarbeitenden sicher, wenn sie diesen guten Rahmen haben, dass sie das posten können und dürfen, weil das ist natürlich auch intern immer eine große Hürde, hier wirklich mal ins Doing zu kommen. Jetzt hast du eben von Zielen auch gesprochen, was ja auch immer ein wichtiger Aspekt ist, gerade wenn man eben als Management die Entscheidung trifft, ja, wir investieren in so ein Programm, in so eine Weiterbildung, Schulung für unsere Mitarbeitenden. Welche Art von Zielen habt ihr? Du hast gerade schon gesagt, Recruiting ist was oder zum Beispiel Markenbekanntschaft oder wahrscheinlich natürlich auch Umsatz. Aber wie genau messt ihr den Impact letztlich, den eben ein Corporate Influencer vielleicht dazu hatte? Ja. Zum einen, es gibt ja noch sehr, sehr wenige klare Studien, die wirklich eine Messbarkeit aussagen. Aber die Programme an solchen, also man kann mit Pixel arbeiten in Stellenausschreibungen, man kann tatsächlich den aktiven Vertrieb, also das Social Selling, so weit und so gut messen, wo man eben über ein KPI-Tracking auch wirklich sieht, was kam rein an Anfragen, was kam über LinkedIn rein, was kam über die einzelnen Markenbotschafter rein. Wichtig ist hier zu wissen, das ist kein kurzfristiger Erfolg, den man damit feiert, sondern natürlich kann ich auch in meinem ersten Beitrag in viralen Hit landen und dadurch 4 Autos verkaufen, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Übung, sondern Sinn ist es, wenn ich mich sauber und gut präsentiere durch meine Mitarbeitenden auf einer Plattform wie LinkedIn beispielsweise und neue Kolleginnen und Kollegen können sich im Vorfeld einen Einblick darüber geben, wer ist denn mein neuer Kollege, wer ist denn mein Chef und ich kann mir die Profile anschauen, ich kann mir die Beiträge anschauen, ich kann mir meine anderen Kolleginnen und Kollegen anschauen und das ist genau das Beste, was ich eigentlich machen kann. Ich gebe wirkliche Einblicke in das Unternehmen und ich bekomme so nicht nur mehr Bewerbungen, sondern auch von den richtigen Kandidatinnen. Und
Man merkt es, wenn die Personen auf die Messen gehen, wie sie angesprochen werden auf ihre LinkedIn-Auftritte, wie sie aktiv werden, weil es sind so viele stille Leser auf der Plattform, wo wir es so immer gar nicht mitbekommen, wo ist denn jetzt die richtige Reaction eigentlich da, sondern wir kriegen das mit, wenn wir uns auch mal wieder in die analoge Welt bewegen und hier ins Gespräch gehen und einfach sehen, wow, das ist wirklich erfolgreich, was man eigentlich mit diesen Aktivitäten alles schafft. Ja, sehr schön. Wie viel Zeit braucht denn eben so ein Corporate Influencer? Ist wahrscheinlich auch ein bisschen individuell, aber habt ihr da irgendwelche Richtwerte oder Empfehlungswerte, die ihr eben auch mitgebt, wenn der Chef oder die Chefin mal fragt: „Okay, aus meinem Team habe ich jemand, die möchte da mitmachen. Wie viel Zeit sollte ich ihr dann zur Verfügung stellen dafür?“ Also wir sagen das ganz klar, weil wir kommen ja aus der Praxis. Wir kommen aus dem Arbeitsalltag und wir wissen, was jeder zu tun hat. Und jeder hat meistens zu viel zu tun. Und deswegen ist es auch wichtig, hier sinnig am Anfang ranzugehen. Und deswegen sagen wir immer 20 Minuten am Tag muss man bereit sein, als Unternehmen auch seinen Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen. Und am Anfang reicht es nie aus, weil was ist am Anfang? Ich schreibe meinen ersten Beitrag und ich finde den richtig blöd und ich überarbeite den und ich kürze den und ich frage 3 Kollegen, wie findest du den? Und bis ich dann auf den Posten-Knopf gedrückt habe, oh, das dauert wirklich seine Zeit. Aber wir bringen ja bei, wie komme ich in das Doing so rein, dass ich wirklich auch eine Effektivität in das ganze Thema reinbekomme. Und wir sagen ja immer, sobald die Erfolge spürbar sind und ich es geschafft habe, das in meinen Alltag so zu integrieren, dass ich sauber auf der Plattform stattfinde, dass ich eine Interaktionsrate hinbekomme, dass ich regelmäßig auch ins aktive Erstellung vom Content komme und ich merke, bei uns tut sich was, es kommen mehr Bewerbungen rein, wir verkaufen dadurch mehr, dann kann man die Aktivitäten ja auch erhöhen. Ja, das ist immer so individuell betrachtet. Manche machen mittlerweile ihren Vertrieb komplett über LinkedIn. Ja, das ist aber nicht der Regelfall, sondern LinkedIn ist eine Ergänzung zu vielen anderen Themen und das muss man auch einfach so sehen. Und es ist nicht das Allheilmittel, sondern es ist eine tolle und wirklich tolle Ergänzung, in die Sichtbarkeit zu kommen als Unternehmen und das organisch, ohne weitere Kosten. Ja, und das muss man hinbekommen und das mit 20 Minuten am Tag ist das auch sehr, sehr gut möglich. Das heißt 20 Minuten am Tag. Wie oft sollte ich denn auf LinkedIn posten, egal ob als Corporate Influencer oder wahrscheinlich auch als Selbstständige, wie ja auch ganz viele unterwegs sind? Ja, sollten und machen und tun sind ganz viele unterschiedliche Dinge. Also wir fangen immer an, mit einmal in der Woche einen Beitrag zu erstellen. Und alles andere ist zu viel. Ja, also jeder, der bei uns anfängt und sagt, hey, ich möchte durchstarten, ich poste 2 oder 3 Mal in der Woche, das schafft er nicht. Ja, weil man muss am Anfang wirklich reinkommen in das Thema. Wir wollen immer, dass eigentlich selbstständig entschieden wird, möchte ich alle 14 Tage einmal einen Beitrag erstellen, möchte ich einmal im Monat einen Beitrag erstellen oder jede Woche einmal. Jede Woche ist ideal, weil ich so eine gute Interaktivität schaffe auf der Plattform. Wir auch viel mit Kommentaren arbeiten, sprich bei anderen Beiträgen in unserer Zielgruppe, mit anderen Leuten aus den Fachbereichen. Das ist ideal. Natürlich, wenn wir jetzt von Creatoren sprechen, ist das immer noch zu wenig. Das sollte man schon 3 bis 5 Mal aktiv sein auf der Plattform. Aber bei normalen Corporate Influencern ist es gut, einmal in der Woche wirklich aktiv Content zu erstellen. Was ist denn so das Big Picture dahinter von Corporate Influencing? Du hast ja eben auch von Staffeln gesprochen, ne, im Sinne von die erste ist die wichtigste, weil die legt den Grundstein und rechtfertigt letztlich das Programm auch. Was wäre dann so dieses Ziel, tatsächlich alle Mitarbeitenden irgendwann online sichtbar zu haben, wie du es gerade auch erwähnt hast, man kann sich die Kollegen alle angucken oder tatsächlich dann doch eben ja eine andere Abstufung davon, dass man sagt, ja, so die Führungskräfte oder gewisse Bereiche sind vertreten. Was ist so da das Ziel? Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich eine sehr gute Frage. Ähm, alle wird man nie schaffen. Das ist nahezu unmöglich. Das funktioniert einfach nicht. Aber natürlich ist es so, wenn wir jetzt ein Unternehmen nehmen, die 'ne Ausbildung anbieten, die vielleicht was Technisches und was Kaufmännisches anbieten, ja, ist es natürlich das Schönste, wenn wir es schaffen, die komplette Kultur abzudecken.
Was heißt es? Jeder Mensch ist erstmal anders und dieses Gesamtbild eines Unternehmens bekomme ich eigentlich erst dann, wenn wir aus allen Bereichen die Personen auch wirklich dabei haben. Ja, wenn wir natürlich immer nur den Vertrieb nehmen und sagen, hey, verkauft mal mehr durch unsere LinkedIn-Aktivitäten, dann weiß ich nicht, wie funktioniert denn eigentlich die HR-Abteilung oder wie funktioniert denn die Mechanik oder die Werkstatt oder und. Deswegen ist es ja so spannend, diesen Bereich Corporate Influencing, weil ich ganzheitlich eigentlich mein Unternehmen vorstellen kann und das nach außen geben kann, was für die einzelnen Bereiche dann nachher entscheidend in der Sichtbarkeit ist. Denn manche interessieren sich vielleicht für ein technisches Know-how, andere interessieren sich für den kaufmännischen Aspekt, manche freuen sich über Tipps und Tricks, die ich bekomme, bei anderen lese ich zum Beispiel einfach nur gerne, was die tagtäglich machen, weil ich in einem ähnlichen Umfeld unterwegs bin. Und deswegen das Big Picture ist tatsächlich, würde ich sagen, wenn man es schafft, ganzheitlich die Unternehmenskultur und das Unternehmen darzustellen, wie es denn tatsächlich ist, weil jedes davon ist unterschiedlich und einzigartig. Auf jeden Fall. Unternehmenskultur, allein das Wort, das sollte natürlich in jedem Unternehmen vertreten sein, aber jetzt wissen wir auch, dass natürlich je nach Unternehmensgröße das Ganze etwas unterschiedlich ausgeprägt und ausgearbeitet ist. Für wen ist denn Corporate Influencing geeignet? Ab welcher Größe macht es wirklich Sinn, darüber nachzudenken, sowohl zeitlich als auch natürlich das Thema finanziell und auch die entsprechenden Leute zu haben, die eben online dann sichtbar werden können? Möglich für alle. Ja, jeden Bereich, wirklich für alle, jede Größe. Man muss immer ein Stück weit unterscheiden, wenn ich in Zwei-Mann-Betrieb bin und ich habe die Möglichkeit, Content zu erstellen auf einer Plattform, was mich faktisch erstmal kein Geld, sondern nur Zeit kostet. Warum nutze ich das dann nicht? Also es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, hier nicht in die Nutzung reinzukommen und tatsächlich zu berichten, wer wir sind, und auch in Zwei-Mann-Betrieb hat eine Kultur, ja, und wollen vielleicht wachsen oder. Und diese Möglichkeit ist quasi für jeden da und das auch nicht immer mit dem größten Budget. Ich würde mir auf jeden Fall immer eine rechtliche Schulung geben lassen und auch, wie man sauber Content erstellt und die Plattform richtig nutzt. Aber man muss das auch nicht wie die Großunternehmen immer ganzheitlich groß aufbauen, so wie wir es machen. Macht natürlich bei großen Unternehmen, die natürlich auch viel im Hintergrund dran haben, wo es viele interne Prozesse gibt, wo es viele Richtlinien gibt, die wir natürlich alle einmal ausarbeiten müssen, anpassen müssen an private Profile, wo es auch viele rechtlichen und Compliance-Themen gibt. Aber ich sage mal, auch ein Handwerkbetrieb, wo ist denn die Kundschaft von handwerklichen Betrieben? Ja, die ist auf LinkedIn, weil meistens haben die wie ich zwei linke Hände und genau wir brauchen ja Handwerker. Und wenn da einer sehr präsent ist aus meiner Gegend, ja, dann rufe ich den definitiv an. Und deswegen, ich würde das nie auf eine Branche oder sonst irgendwas festlegen, denn wie gesagt, wir haben Kunden aus einer technischen Branche, wir haben Kunden im Hörgerätemarkt, sowohl aber auch im Einzelhandel, in der Automobilindustrie. Es hat sich noch, wir haben eine Stadt, wir haben noch kein Bild gesehen, wo es nicht passt, und man muss ja kreativ werden. Die Möglichkeiten werden immer größer, und das Schöne ist, dass auch immer mehr Branchen und Themen auf die Plattform kommen, und genau das ist ja das, was wir wollen, diese unterschiedlichen Perspektiven eigentlich zu sehen. Auf jeden Fall. Ich glaube, die Frage zielt auch ein bisschen dahingehend ab, was ist alles Corporate Influencing und was ist wahrscheinlich einfach nur ja, Selbstmarketing letztlich? Oder ist das eben doch irgendwo ein Stück weit ein Topf? Das war so ein bisschen, glaube ich, auch die Intention. Ist jeder, auch Selbstständige, ne, die alleine sind, machen die dann auch Corporate Influencing, wenn sie über ihr Produkt sprechen, oder kann man das irgendwie abgrenzen? Ja, tatsächlich ist es ja bei einem kleinen Unternehmen ist es ja meistens wirklich eher in Richtung Personal Branding, aber wir unterscheiden ja, wen rücken wir wirklich ins Vorfeld. Ist es eben so, dass ich als Personal Brand auf mein Unternehmen abstrahle, oder ist es eben genau andersrum? Also sprich, das heißt, bin ich als Corporate Influencer aktiv und sage das auch wirklich aktiv, dass ich für meine Firma und mit meiner Firma gemeinsam wachsen möchte, oder gehe ich eben hin und sage, hey, pass auf, ich bin eine coole Person und egal wo ich arbeite, ich mache halt einfach Content über Themen, die mir gefallen. Von daher, ja, ich würde sagen, ab einem 2- bis 3-Mann-Betrieb reden wir schon von Corporate Influencing, wenn wir die Kombinierbarkeit richtig und sauber darstellen. Sehr cool, dann haben wir das auch schon geklärt. Dann bleibt noch eine Frage, weil du hast es gerade selber angesprochen, unbewusst vermutlich, und zwar das Thema, ja, mache ich jetzt, egal wo ich arbeite, quasi Marketing.
Was ist denn, weil diese Frage schwirrt wahrscheinlich vielen durch den Kopf, Menschen kündigen ja auch mal. Hat man dann ein Problem als Unternehmen, wenn ich davor den oder die sehr bekannte Corporate Influencerin bei uns im Unternehmen hatte und sie geht jetzt woanders hin? Sie macht sich nicht selbstständig, sondern sie geht woanders hin. Kann sie dann dort genauso wieder starten? Welche Probleme haben wir? Worauf können wir achten im Vorfeld? Ja, die Frage ist, warum ist sie gegangen? Das ist, glaube ich, eher die Frage, die man sich stellen sollte. Und zum anderen, deswegen ist es ja auch so, unsere Programme, die wir machen, machen wir nicht auf einer Einzelperson abhängig, sondern machen das einfach ab 10 Personen. Und ich glaube, dass Corporate Influencing ist gerade in dieser Teamfunktion, als Team zu agieren, so wichtig und nicht von einer Person abhängig zu sein, ob sie geht oder bleibt. Das zum einen. Zum anderen hat es meistens nie zur Folge, dass die Menschen, die als Corporate Influencer aktiv sind und sagen, hey, pass auf, ich baue meinen Content so auf, dass er meinem Arbeitgeber, dass er hilft, hier gemeinsam zu wachsen, neue Menschen zu finden, sichtbarer zu werden, dass man dann sagt, ach, jetzt habe ich ein neues Jobangebot, ich gehe, so cool finde ich meinen Arbeitgeber doch nicht. Nein, das sind ja eben nicht die Personen, die sich als Corporate Influencer melden und an so einem Programm teilnehmen, sondern das sind ja meistens die Personen, die sagen, hey, ich bin total stolz, dass ich hier arbeite, ich habe richtig Bock, für meinen Arbeitgeber und mit meinem Arbeitgeber in die Sichtbarkeit zu kommen, und dadurch schaffen wir eine ganz andere Vertrauensbasis. Ich beschäftige mich nochmal ganz anders mit meinem eigenen Unternehmen. Und dass das vorkommt, ganz sicher sogar. Und auch die andere Person kann dann wieder für eine neue Firma Werbung machen. Aber auch hier, man sieht sich immer zweimal im Leben, gut auseinandergehen. Warum soll denn die andere Person nicht schreiben, hey, es war eine super tolle Zeit im Unternehmen XY, jetzt geht meine Reise als Arbeitnehmerin weiter, oder mache ich mich selbstständig oder. Aber das ist ja auch eine gute Art der Kommunikation, die stattfinden kann, und auch völlig normal, dass sowas passiert. Also ich mache mir da immer nie einen Kopf, und wir haben das auch noch nie mitbekommen, dass das hier ein großes Thema war. Sehr schön. Dann hätte ich noch eine spontane Idee, und zwar für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und die eben auf LinkedIn noch nicht so aktiv sind, und das soll ja vorkommen. Ich weiß, wir kennen beide sehr viele Leute, die sehr aktiv sind, aber genauso kennen wir ja auch viele stille Leser, wie du es vorhin auch schon erzählt hast, die man dann eben offline trifft und Feedback bekommt zu den Beiträgen der letzten Wochen und Monate. Deswegen lass uns doch mal den ersten Post angehen. Wenn jetzt jemand zuhört, der noch keinen einzigen Beitrag veröffentlicht hat, worüber könnte er oder sie schreiben? Egal ob selbstständig oder angestellt. Was ist so ein Thema, wo man einfach mal neue Luft schnuppern kann quasi in der LinkedIn-Welt, ohne was falsch zu machen? Ohne was falsch zu machen. Wer seid ihr? Wer bist du? Was machst du? Wo willst du hin? Ganz einfach, man kann sich immer einmal vorstellen auf der Plattform, man kann über sein Herzensthema schreiben. Ich sage immer, schreibt über die Themen, die euch wichtig sind. Schreibt über die Themen, die euch interessieren, und schreibt einfach mal aus eurem Alltag. Ihr werdet sehen, wie viele interessante Beiträge dabei rauskommen. Man kann wirklich nichts falsch machen. Das Schöne an LinkedIn ist, das Publikum ist super gnädig. Sprich, das heißt, man bekommt eigentlich nie einen schlimmen Kommentar, und wenn, kommt eigentlich so nicht vor. Deswegen bleibt authentisch, stellt euch vor, sagt, was ihr macht, wie euer Arbeitsalltag abläuft, welche Themen euch denn wirklich interessieren und wo ihr vielleicht sogar einen Mehrwert geben könnt. Und dann ist es der perfekte erste Beitrag, den ihr auf der Plattform erstellen könnt. Und es macht einfach so viel Spaß, wenn ihr dann merkt, mit welchen tollen Menschen ihr eigentlich in Berührung kommt und kennenlernt. Wie beim LinkedIn Local Stuttgart, so viele Persönlichkeiten, wo man nur digital einmal gesehen hat und dann mal in der Offline-Welt, ist einfach immer was Schönes, und deswegen wirklich mal ins kalte Wasser springen und loslegen, das ist das Wichtigste. Wer weiß, vielleicht ist heute diese Folge hier der Startschuss für den oder die ein oder andere auf LinkedIn. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, davon zu lesen. Und auch das wäre ja schon mal ein guter erster Beitrag, ne? Wenn man sich inspirieren lassen konnte durch diese Podcast-Folge. Vielleicht noch eine letzte Frage jetzt für diejenigen, die überlegen, ja, ich möchte über was schreiben, was mir wichtig ist, was ich jeden Tag tue, meine Arbeit. Darf ich denn einfach über meine Arbeit oder meinen Arbeitgeber schreiben? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es nette Dinge sind, auch wenn ich kein offizieller Corporate Influencer bin und auch nicht mit meinem Arbeitgeber darüber gesprochen habe. Es kommt drauf an. Man muss wirklich immer auch achten, es gibt auch Branchen, wo das nicht angebracht ist, aber im Regelfall ja.
es ist erstens euer privater Account, ihr habt es dort auch angegeben, wo ihr arbeitet, dafür ist ja LinkedIn da. Achtet immer drauf, ich bin immer ein Freund davon, von guter Kommunikation. Und gute Kommunikation beginnt auch intern. Das heißt, redet doch einfach mal intern mit den Personen, die es interessiert und die dafür verantwortlich sind und sagen, hey, ich habe auch mal Lust auf LinkedIn was zu machen. Gibt es denn hier irgendwelche Guidelines, wo ich mich dran halten kann oder und? Also wir dürfen immer nicht erwarten, dass es nur von Arbeitgeberseite kommen muss, sondern wir auch als Arbeitnehmer können auch zum Unternehmen hingehen und sagen, hey, ich habe da total Bock drauf, gibt es denn hier was? Und dadurch entsteht auch oft eine Thematik, ein Rauschen, das viel größer ist, wenn man mal in die aktive Kommunikation geht. Und über das berichten, da es eure privaten Profile sind, solange ihr keine internen Themen teilt, die nicht geteilt werden dürfen, go for it. Also alles in Ordnung. Sehr schön. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, wir haben auf jeden Fall Leute im Team, die da Lust drauf hätten, vielleicht auch Sie selber, wenn Sie gerade zuhören, wie kann man dann jetzt mit dir und deiner Agentur am besten zusammenarbeiten oder dich einfach mal kennenlernen und darüber sprechen, was möglich wäre in dem Unternehmen? Tatsächlich mal ein Call mit uns buchen. Wir machen immer ein kurzes Kennenlernen, um den Bedarf einfach zu ermitteln. Was ist denn angebracht, was nicht, weil jedes Unternehmen ist individuell. Viele haben eine eigene Rechtsabteilung, wo wir das ganz klassisch abstimmen. Wir bauen jedes Programm individuell auf das Unternehmen zusammen. Deswegen einfach mal mit uns sprechen. Wir schaffen auch für jeden eine individuelle Lösung und das ist mir besonders wichtig, weil, wie gesagt, manche sind weiter, manche haben super Erfahrungen schon und da muss man nur noch ein paar kleine Kniffe ändern. Und manche sind wirklich am Start und sagen, hey, Social Media war bislang gar kein Thema bei uns und hier hat auch niemand die Erfahrung. Dann fangen wir wirklich basisch an und tasten uns hier ran. Und von daher immer gerne eine E-Mail schreiben, auf LinkedIn anrufen oder über unsere Website Kontakt aufnehmen. Wir finden immer eine coole Lösung im Gespräch. Sehr schön. Ja, die Links dazu, die Kontaktinfos findet ihr auf jeden Fall unter diesem Video. Einfach mal reinschauen in die Videobeschreibung, dann könnt ihr Kevin einfach mal auf LinkedIn oder über die Webseite kontaktieren. Dann schon mal danke, Kevin, für die Einblicke in das Corporate Influencing. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise des Ganzen hingeht. Ich habe den Eindruck, das fängt ja gerade erst an. Also ich glaube, letztes Jahr habe ich den Begriff zum ersten Mal gehört und bin sehr gespannt, wie das in den nächsten Jahren aussehen wird. Ja, vielen Dank für die Einladung und das nette Gespräch. Und ja, dieses Jahr ist verrückt, was passiert, wie viele tolle Unternehmen auf das Thema kommen, Corporate Influencer, die eigenen Mitarbeiter zu Markenbotschaftern auszubilden. Und ich freue mich richtig auf die vielen kreativen Themen, die hier noch auf uns zukommen werden. Sehr schön. So viel zum fachlichen Teil. Du darfst jetzt noch ein paar Abschlussfragen beantworten. Die gehören hier auch immer dazu zum Erfolgsgeflüster-Podcast. Deswegen einfach einen Satz vollenden. Es gibt kein richtig und falsch. Und du hast vorhin schon gesagt, so ein bisschen, ne, auch deine Erfahrungen aus den anderen Sachen, die du gesammelt hast, die haben dich ja letztlich auch dahin gebracht, wo du heute bist. Und deswegen lautet das erste Wort Persönlichkeitsentwicklung. Und der Satz Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich, sich nicht zu verschließen, sondern wirklich auf neue Dinge auch einzulassen, auszuprobieren, funktioniert es oder nicht und keine Nein-Mentalität an den Tag zu legen, sondern offen zu sein. Nicht alles ist perfekt und nicht alles ist gut, was neu ist, aber offen dafür zu sein und ranzugehen. Sehr schön, dann gehen wir jetzt noch eine Ebene tiefer, und zwar Leben bedeutet für mich. Nicht zu arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern etwas zu finden, wo einem so viel Spaß macht, dass man 24 Stunden am Tag lebt und nicht nur ein Drittel davon, weil man sagt, die Arbeit ist zum Geldverdienen da. Interessant, und dann bin ich jetzt umso mehr gespannt darauf, wie deine Definition für das letzte Wort lautet, denn ich könnte mir vorstellen, dass das in eine ähnliche Richtung geht. Wir sind bei Erfolgsgeflüster, deswegen darfst du jetzt auch einmal das Wort Erfolg definieren für dich, und deswegen lautet der Satz, Erfolg bedeutet für mich. Erfolg bedeutet für mich, etwas zu schaffen, was die Menschen tatsächlich weiterbringt in meinem Umfeld und wo sie sich freuen, mit uns zusammengearbeitet zu haben. Ich glaube, das ist für mich ein Riesenerfolg, wenn ich höre, es waren tolle 12 Wochen, es war ein toller Workshop, es war eine tolle Zusammenarbeit. Das definiere ich für mich sonst sehr stark als Erfolg. Schönes Schlusswort. Dann auch vielen Dank dafür. Und wenn ihr Fragen habt zum Corporate Influencing, schreibt das gerne in die Kommentare. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut und bis dann. Ciao.